Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe ein neues Kochbuch gefunden, und zwar aus dem alten Schlesien. Und da gibt es ein Rezept für Mohnklöße. Und da habe ich mir gedacht, das stelle ich euch heute mal vor. Vielleicht zwei Sachen vorweg, ich bin ein bisschen erkältet. Es sei mir verziehen, wenn die Stimme ein bisschen nachlässt. Und was noch schlimmer ist, mein Mikro hat sich verabschiedet. Ich hoffe einfach mal, dass die Empfangsqualität gut genug ist. Wir gucken uns zuerst eine kleine Historie an. Wen das nicht interessiert, der springt einfach vor. Ich habe euch eine Zeitmarke gesetzt. Mohnklöße selber ist ein sehr historisches Gericht und hat seinen Ursprung im alten Sachsen und Böhmen zum Beispiel. Grundsätzlich ist der Mohn bereits in der Antike bekannt gewesen und hat sich im Mittelalter fortgesetzt. Mohn war ein sehr nahrhaftes und günstiges Lebensmittel, sodass er gerne verwendet worden ist. Er wurde halt als Sättigungsbeilage zu zum Beispiel Mehlspeisen, Kartoffelspeisen und der Richtung genutzt. Wie gesagt, er war günstig und er war sehr nahrhaft und deshalb hat man ihn eingesetzt. Es gibt natürlich oft auch einen religiösen Kontext. Zum Beispiel wurde der Mohn gerne in der Fastenzeit genommen, denn in der Fastenzeit hat man keine Fleischprodukte gegessen und da brauchte man eine Alternative. Und da hat sich in den Klöstern halt der Mohn sehr bewährt. Heute sind Mohnklöße ein kulinarisches Kulturerbe aus der Habsburger Zeit und haben sich bis heute bewährt. Mohnklöße selber, das Rezept, ist ein Beispiel für raffinierte Bauernküche. Sehr wenige Zutaten, sehr viel Geschmack. Wir lassen uns überraschen. Wir gehen in die Küche und gucken mal, wie die Mohnklöße zubereitet werden. Kommen wir zu den Zutaten für die Mohnklöße. Ihr braucht ungefähr 125 Gramm Zucker und das gleiche Äquivalent an Mohn. Dann ein paar alte Brötchen, die sind jetzt von Samstag, also einen Tag alt. Die könnt ihr super gebrauchen dafür. Und dann 30 Gramm Mandeln, Vanillezucker und eine Prise Salz und etwas Zimt und ungefähr einen halben Liter Milch. Und das Schöne ist, bei den Mohnklößen, da könnt ihr die ganzen alten Brötchen wunderbar verarbeiten. Genau. Und jetzt werden wir daraus die Mohnklöße zaubern. Also zuerst schneiden wir die Semmel in ein paar grobe Stücke, Würfelchen. Und die kommen dann in die Schüssel. Und die werden wir dann mit heißer Milch begießen, bis die Semmel nichts mehr aufnehmen. Dann machen wir jetzt die Milch heiß und gießen die hier rüber. Also ich weiß nicht genau, wie das Rezept läuft, weil es keine Zutaten gab, aber man soll so ungefähr einen Teil des Zuckers hier drüber streuen. Das machen wir mal grob. Ich werde versuchen, die Mengenangaben danach ins Rezept zu schreiben. Und jetzt muss da die heiße Milch drüber. Und hier gilt das Gleiche. Ich weiß gar nicht genau, wie viel man nutzt. Aber es soll so viel Milch hier rein, dass das Brot nichts mehr aufsaugt. Ich würde mal sagen, so viel. So, dann drücken wir das hier unten rein und lassen das Brot hier drin quillen. Das müsste eigentlich passen, aber das werden wir dann gleich sehen, wenn es ein bisschen gequollen ist. Und den restlichen Zucker und die Milch, Milch, kochen wir auf. Und ich tippe jetzt mal so, dass wir so Pi mal Auge einen halben Liter Milch brauchen werden. Also ich koche jetzt noch Zucker und Milch auf. Und mit dem Mohn übrigens. Und dann, schauen wir mal, wie es das wird. So, das kochen wir jetzt auf, die Milch. Und dann soll der Mohn da drinnen 10 Minuten kochen. Ja, ich lasse mich überraschen. Also der restliche Zucker und der Mohn. Ich vermute mal, damit der weich wird, aber genau weiß ich es natürlich auch nicht. Das schauen wir jetzt mal. Und dann war das auch schon fast mit der Zauberei. Dann können wir das Gericht fertigstellen. So, der Mohn kocht jetzt. Den lassen wir 10 Minuten kochen. Dann richten wir an. Ich mache hier mal einen Deckel drauf. Ich denke, wir werden regelmäßig umrühren müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht was quillt. Aber genau weiß ich es eben nicht. So, der Mohn ist jetzt 10 Minuten gekocht und er ist tatsächlich gequollen. Ich musste noch ein bisschen Milch hinzuschütten, also passt da ein bisschen auf. Wir werden das Gericht aber jetzt fertig machen und dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Also ihr müsst, das ist der Herd, Entschuldigung, ihr müsst an und dann mal das Brot umrühren, damit das alles aufgenommen wird. Und ihr seht, das hat von der Menge ganz gut gepasst. Und da kommt jetzt der Mohn drüber. So. Und dann muss noch eine kleine Prise Salz mit da rein. Ich denke, die streuen wir einfach mal vorsichtig oben drüber.
Dann kommt da noch ein bisschen Vanillezucker mit drauf. Ganz grob so. Ja. Und ein ganz kleines bisschen Zimt. Da macht man nur mal so. Das reicht, denke ich. Und zum Schluss nochmal 30 Gramm Mandeln. Das ist ein super schnelles Gericht, Leute. Ich hoffe, es schmeckt genauso, wie es aussieht. Nämlich total lecker. Pi mal Auge, 30 Gramm Mandeln. Und das verrühren wir jetzt. Und dann werden wir auch gleich, solange das noch schön warm ist, die Mohnklöße probieren. Bin ich mal gespannt, wie die Mohnklöße so schmecken. Ihr habt ja schon die Bilder gesehen, wie sie aussehen. Also ich glaube, die ist sehr gehaltvoll, diese Mahlzeit, muss ich sagen, wenn ich das so sehe. Wir probieren sie mal. Geil! Ein relativ einfaches Gericht, aber super lecker. Hätte ich es tatsächlich nicht erwartet, dass sowas Simples aus alten Brötchen mit ein bisschen Mohn, ein bisschen süß, mit Mandeln, so lecker ist. Probiert das unbedingt mal aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da auch ein ähnliches Rezept habt oder ob ihr ein Familienrezept habt mit den genauen Zutaten. Dann würde ich das vielleicht auch nochmal ausprobieren. Und sonst esse ich das jetzt auf und freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns. Macht's gut.